Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das wohl eines der umstrittensten Themen ist über Adolf Hitler. Und zwar, stammt Hitler von einem Juden ab? Ich habe über 100 Kommentare und E-Mails bekommen zu diesem Thema und ich möchte heute mal Licht in Mythos und Wahrheit bringen. Also fangen wir gleich an. Der kleine Adolf wurde am 20. April 1889 um 6:30 Uhr in der kleinen Grenzstadt Braunau am Inn in Österreich, Vorstadt Nummer 219, geboren. Sein Vater erblickte 52 Jahre früher das Licht der Welt. Die ledige Magd Maria Ann Schicklgruber, die beim Kleinbauern Johann Trommelschlager in Strohnis arbeitete, brachte am 7. Juni 1837 ein Kind auf die Welt. Es bekam den Namen Alois. Im Geburtenbuch blieb der Name des Kindsvaters unausgefüllt. Maria Ann Schicklgruber heiratete 5 Jahre später den Müllergesellen Johann Georg Hiedler. Ihren Sohn Alois gab sie allerdings zum Bruder ihres Mannes, dem Bauern Johann Nepomuk Hüttler aus Spital. Offenbar fürchtete sie, ihr Kind nicht gehörig aufziehen zu können, da ihr Mann so verarmt war, dass sie nicht einmal ein Bett hatten. Johann Nepomuk Hüttler war dagegen ein wohlhabender Landwirt und wohnte nur wenige Kilometer entfernt. Alois fand dort ein neues Heim, ein Ersatzelternhaus. Nepomuk kümmerte sich um ihn wie um seinen eigenen Sohn. Aber war er das auch? Am 6. Juni 1876 vor dem Notar Josef Peckner in Weitra erschienen 4 Männer. Alois Schicklgruber und die 3 Zeugen Josef Romeder, Johann Breiteneder und Engelbert Pauk und beurkundeten, dass Alois der Sohn von Johann Georg Hiedler sei. Dies wurde am 7. Juni 1876 vor dem Pfarrer der Gemeinde Döllersheim wiederholt. Im Geburtsbuch wurde Folgendes eingetragen: Dass der als Vater eingetragene Georg Hiedler, welcher den gefertigten Zeugen wohl bekannt, sich als der von der Kindesmutter Anna Schicklgruber angegebene Vater des Kindes Alois bekannt und um Eintragung seines Namens in das hiesige Taufbuch nachgesehen habe. Zitat Ende. Die Verwirrung geht aber weiter. Georg, der Bruder von Nepomuk Hüttler, wurde als Vater von Alois ins Geburtsbuch eingetragen, denn mit Georg war Ann Maria verheiratet. Es sprechen aber sehr viele Indizien dafür, dass Nepomuk der Vater von Alois war. Georg hatte nach der Heirat mit Maria Anna das Kind Alois nie nachträglich als Sohn legitimieren lassen. Wusste er also von der Affäre seiner Frau mit seinem Bruder? Auch Maria Anna drängte Georg nie, Alois als seinen Sohn zu legitimieren, was nach der Heirat eigentlich üblich war. Georg kümmerte sich nicht um Alois, stattdessen kam das Kind zum Bruder Nepomuk, wo er auch aufwuchs. Georg hat nie dagegen protestiert. Zu 100% ist die leibliche Vaterschaft von Alois nicht geklärt, aber Nepomuk Hüttler gilt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Vater und wäre somit Adolf Hitlers Großvater. Aber wieso wurde aus dem Nachnamen Hüttler plötzlich Hitler? Wolfgang Strahl schreibt in seinem Buch Die Hitlers über die verwirrenden Namensänderungen. Ich zitiere: Der Ehemann seiner, gemeint ist Alois, Mutter nannte sich Hiedler und nicht Hitler. Sein Ziehvater Nepomuk trug den Namen Hüttler. All diese Namen entspringen denselben Wortstamm und bedeuten so viel wie Häusler oder Kleinbauer. Nun könnte schlicht ein phonetisches Missverständnis vorliegen. Notar Peckner hätte demnach den Namen nach der mündlichen Aussprache aufgeschrieben. Das geschah gar nicht selten. Die Brüder Georg und Nepomuk schrieben ihre Nachnamen ebenfalls unterschiedlich. Und weiter: Aber Hitler war eine bewusste Wahl, denn Alois hatte die falsche Schreibweise nie korrigieren lassen, was leicht möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich gefiel ihm die Idee, sich mit dieser Namensversion für alle sichtbar noch weiter von seiner Herkunft zu distanzieren.
Doch die Namensänderung war illegal, aber die Behörden ließen von einer genauen Untersuchung ab und legten die Änderung einfach zu den Akten. So der Name Hitler, das spätere Synonym des Schreckens, ein Missverständnis? War es ein Missverständnis und illegal noch hinzu? Nun kommen wir zur Judentheorie. Der Historiker Werner Maßner schreibt, ich zitiere, nur zu gern hätten die Gegner und Feinde des fanatischen Antisemiten Hitler stichhaltige Beweise für die Vermutungen und Behauptungen gefunden, dass Adolf Hitlers Vater von einem Juden abstammte. Da Belege jedoch nicht existierten, wurden allerlei Legenden ersonnen und zu möglichen Geschichten zusammengefügt. Zitat Ende. Das ist bis heute so. Das sehe ich in meinen Briefen und Kommentaren, die ich erhalte. So etwa am 14. Oktober 1933 im Daily Mirror oder in der polnisch-jüdischen Zeitung Heint oder im amerikanisch-jüdischen Forward. Oder etwa diese, ich zitiere, die Köchin Schicklgruber, Großmutter Adolf Hitlers, war in einem jüdischen Familienhaushalt mit Namen Frankenberger bedienstet, als sie ihr Kind gebar. Und dieser Frankenberger hat für seinen damals etwa 19-jährigen Sohn mit der Geburt beginnend bis in das 14. Lebensjahr dieses Kindes der Schicklgruber Alimente bezahlt. Es gab auch einen jahrelangen Briefwechsel zwischen diesen Frankenbergers und der Großmutter Hitlers, dessen Gesamttendenz die stillschweigende gemeinsame Kenntnis der Beteiligten war, dass das uneheliche Kind der Schicklgruber unter dem Frankenberger alimentenpflichtig machenden Umständen gezeugt worden war. Demnach wäre dann Hitler selbst ein Vierteljude gewesen. Zitat Ende. Genau das ist das, was heute noch überall herumschwirrt. Doch das ist völliger, ich wiederhole, völliger Humbug. Denn nicht zu beweisen ist, dass ein Jude namens Frankenberger 1836 überhaupt in Graz gelebt hat. Dass Hitlers Großmutter Maria Ann Schicklgruber 1836 in Graz angestellt war, denn sie ist weder im Dienstbotenbuch noch im Bürgerbuch dort registriert. Im Gegenteil, es gab im Lauf des 19. Jahrhunderts keinen einzigen Träger des Namens Frankenberger laut niederösterreichischem Landesarchiv und anderen Quellen in der ganzen Gegend. Bis ein Jahrzehnt nach Maria Schicklgrubers Tod gab es keinen einzigen ansässigen Juden. Das muss man erstmal widerlegen, alle, die an die Schwurbler-Theorien glauben. Wie schon erwähnt, der Vater von Alois war mit an absolut Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Johann Nepomuk Hitler, also der Bruder von Maria Anna Schicklgruber, späteren Mann. Die These, dass ein Grazer Jude namens Frankenberger, bei dem Maria Anna gearbeitet haben soll, als sie schwanger wurde, der Vater von Alois gewesen sein soll, ist schon längst widerlegt. Auch, oder wie der Historiker Wolfgang Strahl schreibt, ich zitiere, die Geschichtsschreibung hat diese These mittlerweile widerlegt. Zitat Ende. Dennoch geistert sie immer noch im Internet und in einschlägigen Biografien herum. Ich hoffe, ich konnte es ein für alle Mal klarstellen, dass Adolf Hitler nicht von einem Juden abstammte. Alles dazu in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1. In diesem Buch lest ihr alles über die Geburt Hitlers, über die Jugend, über die Erziehung, über die Militärzeit und auch wie später die NSDAP finanziert worden ist, mit einer Liste von allen Unternehmen, allen wichtigen Unternehmen. Noch eine Information, wenn ihr meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelkrant.de abonniert, erhält ihr ab sofort diese hochwertige PDF zum Herunterladen. Mein letzter Kampf, Adolf Hitlers Tod aus seiner Sicht, die ich geschrieben habe. Ich habe dazu alle Forschungsergebnisse zusammengenommen und habe daraus eine Kurzgeschichte geschrieben aus der Sicht Adolf Hitlers. Also sie ist geschrieben in Ich-Form.
wie er sich das Leben nahm. Mein neues Buch Deutschland muss vernichtet werden ist ein großer Erfolg. Ihr seht, es ist ein Riesenwälzer, 900 Seiten. In diesem Buch sind alle Massaker an uns Deutschen aufgeführt. Ihr könnt es nicht glauben, wie viele Millionen Tote es gekostet hat. Es sind aber auch Tabellen und Fotos drin und das Buch handelt auch von den Flüchtlingen, die bis heute unter uns leben und unser Deutschland unsicherer machen denn je. Also es ist eine Gesamtschau, ihr seht das Titelbild hier nochmal, eine Gesamtschau von 1914 bis 2026, wie unser Volk vernichtet, vertrieben und seit 2015 zersetzt wird. Deshalb ist Angela Merkel auf dem Titelbild, weil sie schuld an der Zersetzung unseres Volkes ist. Bitte abonniert mich bei Telegram, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch bei YouTube bin. TikTok hat mich rausgeschmissen, Facebook, Instagram haben mich verwarnt, sie wollen meine Kanäle schließen. Also wenn ihr sicher sein wollt, folgt mir auf Telegram, dort bin ich täglich, bei YouTube bin ich jetzt ja, wie bekannt, nur zweitäglich. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grandt.